So, yeah, my name is Emily, and this is Jason. Ja, mein Name ist Emily und das ist Jason. And we feel very inspired to share about our journey. Wir fühlen uns inspiriert, über unsere ganz spezielle Reise zu sprechen. And particularly speak about living in relationship in community. Und besonders, um über Beziehung beim Leben in einer Gemeinschaft zu sprechen. So Jason and I are married, and we've been together for about 8 years. Jason und ich sind verheiratet und wir sind jetzt seit 8 Jahren zusammen. And we live in a community in Mexico devoted to living the teachings of A Course in Miracles. Wir leben in einer Gemeinschaft in Mexiko, in der Hingabe, uns diese Liebe und den Kurs zu richten. So that's really the whole purpose of our life. We've devoted our life to healing. Das ist wirklich der ganze Sinn unseres Lebens. Wir haben uns hingegeben, nur dem Heil uns zu verpflichten. And we live with a group of people who also have the same purpose. Und wir leben in einer Gruppe von Menschen, die auch genau dieses Ziel verfolgen. So everything that we do day to day is only for that purpose and no other purpose. So alles, was wir Tag für Tag tun, ist für dieses Ziel und nur für dieses Ziel. So even in the daily tasks that come up, they're all a backdrop for healing. Und alle Aufgaben, die tagtäglich auf uns kommen, sind nur eine Erinnerung an das Heilen für uns. And yeah, in our community, we live with David Hoffmeister, who some of you might know. In der Community, in der wir leben wir mit David Hoffmeister. Manche von euch kennen ihn vielleicht. He's been a very profound teacher for both of us. Er war für uns ein ganz besonders tiefer, wichtiger Lehrer. And I believe he's doing a Zoom session here. I think it's tomorrow or on Sunday. Und ich glaube, er macht hier auch eine Zoom-Session, ich glaube morgen oder am Sonntag. So I'm very much looking forward to that. Yeah, I welcome you all to come to that also. So, ich freue mich ganz besonders auch darauf, ihn zu hören, ihn zu sehen. And Jason and I will also be doing a session tomorrow. Und Jason und ich werden auch noch eine Session morgen geben. And I feel that will be an opportunity if anybody has any questions. Und ich spüre, dass das eine gute Gelegenheit sein wird für Fragen von euch. Yeah, we will be opening it up to speak on anything you would like to ask us. Wir werden unseren Geist öffnen, über alles, was ihr sprechen wollt, mit euch zu sprechen. And we love transparency, so you can ask us anything. Und wir lieben no absolute Offenheit. Ihr könnt uns alles fragen, was ihr wollt. But to start with today, we just felt to speak a little bit about some themes that have been coming to mind recently. Um zu starten, wollen wir mit ein paar Themen anfangen, die uns jetzt in unseren Geist gekommen sind. And I think for me, the strongest theme that's currently in my mind Und ich denke, für mich das stärkste Thema, das gegenwärtig in meinem Geist ist the power of giving. Ist die Kraft, die Macht des Gebens. And I actually feel like this whole spiritual journey is letting go of the getting and getting into the giving. Und ich spüre, dass der ganze Sinn dieses Weges ist, aus dem Nehmen rauszugeben und ins Geben zu gelangen. Because when we try to get anything from this world, from a brother, we are in pain. Weil wenn wir irgendwas versuchen von dieser Welt, von unserem Bruder zu bekommen, dann kommt der Schmerz zu uns. And really the whole ego's thought system is a getting mechanism. It can be summarized in the getting mechanism. Und das ganze Ego-Denksystem kann man zusammenfassen, dass es ein Bekommen-System ist. And the Spirit's replacement is to give through us. Und dass der Geist, der das ersetzt, ist das, was es durch uns gibt. And in that we receive, because we must receive the gift to be able to give it. Und dadurch empfangen wir, weil wir müssen fähig sein, es zu geben, durch das Empfangen. And I feel that my relationship with Jason has been very helpful for this undoing. Und ich habe festgestellt, dass meine Beziehung zu Jason besonders hilfreich ist, das zu tun. Because I feel like all my life I wanted a relationship. It was very strong in my mind. Ich habe mein ganzes Leben gespürt, dass ich eine Beziehung will. Das ist sehr stark in meinem Geist gewesen immer.
It's like there was this longing that that would be my completion. Es war diese Sehnsucht, dass das mich vervollständigen wird. That everything would be okay if I was in a relationship and my partner loved me. Alles wäre einfach gut, wenn ich in einer Partnerschaft bin und mein Partner mich liebt. All problems would magically disappear. Alle Probleme verschwinden einfach mit einem Schnipp, war magisch. And then I met Jason. Und dann traf ich Jason. And the first few years were very intense. Und die erste Begegnung war sehr intensiv. Because I feel that this getting mechanism in relationships isn't actually conscious. Und ich habe festgestellt, dass diese Bekommen-Mentalität in unserem Geist ist nicht bewusst. I felt I was very genuine in wanting to be in a very loving relationship that I was appreciated. Ich habe gespürt, ich will ganz authentisch zu sein in dieser Beziehung, in dieser Liebe. But because of the purpose that Jason and I had joined in our relationship right from the beginning, Wegen des Zwecks, den wir in Jason und ich vom Anfang an in unserer Beziehung gewählt haben, on a deep level, he couldn't join me in weakness. auf einem ganz tiefen Level, auf einer ganz tiefen Ebene konnte er mich nicht in der Schwäche begegnen. So I feel in this relationship right from the start, this getting mechanism came up very strongly in my mind. So spürte ich, dass vom Beginn dieser Beziehung an dieser Bekommen-haben-wollen-Mechanismus ganz stark ist in meinem Geist. And when I went towards Jason with that purpose, Und wenn ich auf Jason zuging mit diesem Zweck, diesem Ziel, there was a lot of conflict and a lot of pain. da war viel Konflikt und Schmerz. But I didn't recognize it as that at the beginning. Ich hatte es aber als das überhaupt nicht wahrgenommen am Anfang. I thought Jason needed to change. Ich dachte, Jason muss sich ändern. If you could just be more caring and more loving, everything would be okay. Er sollte mich einfach lieben und für mich sorgen, alles wäre I okay. need to be able to share all of my emotions. I need you to hold the space for me. Ich habe ihn gebraucht, dass er den Raum frei hält, dass er Gefühle mit mir teilen kann. But the Spirit had another solution that actually really was going to work. Aber der Heilige Geist hatte eine ganz andere Idee, wie das wirklich sein kann. And I think for me, that's what has been the benefit of being in a relationship in a community. Und ich denke, das ist für mich wirklich der Gewinn, der Benefit, den ich gespürt habe, in einer Gemeinschaft zu leben. Because when the intensity would come up, and it's actually a really good thing that the emotions and the intensity comes up, Weil wenn diese intensiven Gefühle hochkommen, und das ist wirklich auch ein Geschenk, wenn die hochkommen, I would want to try and fix it with Jason. I thought the problem was there. It was interpersonal. wollte ich die dort lösen mit Jason, weil ich gesehen oder dachte, dass die wirklich dort sind, die Probleme mit Jason. That there was a real problem, and if we just talked about it, it would get resolved. Ich dachte, da ist wirklich ein Problem, was wir jetzt lösen müssen. But the Spirit was saying, no, I want you to see what's in your mind, Der Geist hat gesagt, nein, ich will eigentlich sehen, was in eurem Geist ist. so the relationship will be used for this deep mirroring, So dass diese Beziehung für dieses tiefe Spiegeln, Widerspiegeln genutzt werden kann. and it will flesh up everything that's not of me. Und es wird alles aufblitzen lassen und ans Licht bringen, was nicht ich bin. But the solution is in a different place. Aber diese Lösung ist an einem ganz anderen Ort. The solution will be you giving your mind over to me and letting me give through you. Die Lösung wird sein, du gibst mir deinen Geist und lässt mich durch dich sprechen. And what was so powerful for me is that I could experience that contrast with the Spirit. Und was für mich so kraftvoll war, dieser Kontrast zu spüren mit und in diesem Geist. So when intensity would be coming up and I'd have a lot of emotions, Und wenn also wieder diese starken Gefühle hochkamen in mir, and I would be like, let's fix it here, let's talk about it more. lass sie jetzt sofort hier lösen und lasst uns das jetzt machen. And then somebody would call me or somebody would knock on the door. Und dann hat jemand an meine Tür geklopft und mich gerufen. And they would say, we need your help, or there's a project that's come in and your name came to mind. Und sie haben gerufen, da ist jetzt was, wo wir euch brauchen, das ist ein Projekt und euer Name ist mir jetzt gekommen.
And I would say, no, I have to heal this issue that's Ich hab- coming up for me with Jason. Gesagt, nein, ich muss das jetzt erstmal heilen, hier dieses Problem. And they're like, no, we really need you in this exact moment. You have to come with us. Und sie sagten dann, nein, wir brauchen euch aber jetzt, genau in diesem Moment. And it was like the Spirit was coming in and pulling my mind into a different thought system. Und es war, als wenn der Heilige Geist wirklich reinkäme und mich reingestoßen hat in ein neues Denksystem. And it would be very hard to say yes in the moment, to make that decision to go the other way. Und in dem Moment war das erstmal total schwierig, diese Entscheidung anzunehmen, in eine andere Richtung zu gehen. But over and over again, I would have this experience when I would say yes to what the Spirit was presenting. Und ich hatte aber immer wieder diese Erfahrung, wenn ich Ja sage zu dem, was der Geist mir anbietet, That I would get happy and I would feel this inner strength coming back. dann war ich glücklich und ich fühlte, wie diese innere Stärke zurückkam. And from that, my mind would be lifted into a completely different place. Und daher wurde mein Geist in einen völlig anderen Platz angehoben und geschiftet. And from that place, I could look at what had just been flushed up, all of the intensity. Und von diesem Ort konnte ich auf einmal sehen, wie all das beleuchtet und erhellt wurde, diese Intensile. And so often it would just disappear. It was like the problem wasn't there anymore. Und so oft war es dann, dass es einfach verschwand, als wenn dieses Problem auch gar nicht da war. Because it was a distraction, it wasn't the real problem. Es war wie eine Zerstörung, es war nicht ein wirkliches Problem. The problem was always that I was thinking with the ego and I wanted to get something from my brother. Weil das Problem war immer, dass ich mit dem Ego gedacht habe und etwas wollte, etwas bekommen wollte von meinem Bruder. And it can be very, very subtle because it's not always something tangible that you might want to get. Das kann sehr subtil sein und schwierig. Like just to want him to respond in a certain way or to comfort me. Zu wollen, dass er einfach auf eine gewisse Art antwortet oder mich tröstet. And I feel like the Spirit wants to give us all the comfort in the world, so that desire for comfort is not wrong. Und ich fühle, dass der Heilige Geist uns allen Trost geben will und dass das diese Sehnsucht ist, die in der Welt auch ist. Und But I have to let the Spirit bring it to me. I can't, if I go and chase it, it's not going to work. if I go to, To chase it, if I decide where to get it. ja, wenn ich dem hinterherjage, dann kann ich es überhaupt nicht erreichen. Yeah, and then it would be a mirroring process for me. Das war auch ein Spiegelungsprozess für mich. Because I remember one time David was showing a movie all day. Ich erinnere mich an einmal, als David einen Film gezeigt hat. So we live in community and the movie is in the common room, in the living room. Wir haben in der Community gelebt und der Film war in einem Gemeinschaftsraum. And he's speaking the truth. Und er hat die Wahrheit ausgesprochen. So we'd be in the room trying to work something out. Wir waren in dem Raum und haben versucht, etwas auszuarbeiten, zu diskutieren. And I had this issue of trying to fix things. Und ich habe das Problem, dass ich immer was reparieren wollte. Like, find a problem, pray on the solution, resolve it. Nach dem Motto, finde das Problem, bete darüber und dann kommt die Lösung. So you can see the perfect match. Und so kannst du sehen, die perfekte Zusammenarbeit. Bring a problem, Bring das Problem, find the solution, finde die Lösung, fix like an engineer, fix it. repariere es. But my engineering did not work with Aber Emily mein Ingenieurgeist hat da nicht funktioniert. because if she was witnessing to wanting a problem Weil sie hat mir gespiegelt, dass ich Probleme haben wollte. and the unconscious in me is let's try to fix something, Und das Unbewusste in mir wollte das reparieren. you could end up in lifetimes Du kannst das dein Leben lang machen. with new problems and new solutions. Mit neuen Problemen, neuen Lösungen. So that's where Jesus asks us to go much deeper. Jesus hat uns gesagt, geht tiefer. There's one problem and one solution. Es gibt ein Problem und eine Lösung. He's like, bring all your problems to me, don't hide them.
Bring alle Probleme zu mir, versteck sie nicht. But there's one solution. Aber es ist eine Lösung da. No, that you believe you're separate. Das ist, dass du denkst, du bist getrennt. You believe you're separate from me. Du denkst, du bist getrennt von mir. So quite often I would get the prompt, Ich habe sehr oft diesen Anstupser bekommen. I would get the prompt to just leave. Ich bekam den Hinweis, aufzugeben, verlassen. Like say, I'm just going to go watch the movie now. Und sagte mir, jetzt guck den Film an. I don't know the solution, Ich kenne die Lösung nicht, but I'm willing to be shown. aber ich möchte, dass sie mir gezeigt wird. And just in that willingness, Und nur in dieser Bereitwilligkeit it was like I would walk out to the movie, war so, dass ich zu dem Film dann ging. and David would say the perfect line, Und David sagte in dem Moment die perfekte Zeile or the scene in the movie would be the perfect scene I needed to see. oder die Szene in dem Film war die perfekte Szene, die ich And I'd brauchte. get instantly happy. Und ihn wurde in dem Moment sofort glücklich. And then I'd be like, you can go back in again. Und dann bin ich wieder So then I'd reingegangen go back in the room. in den Raum. Sometimes Emily would be like this. Und manchmal war ich dann, Sometimes she would be happy. manchmal war ich glücklich. And we could start again. Und dann konnten wir von neuem anfangen. But only if it was like a fresh expression, a fresh healing. Aber so, als war es eine ganz frische Begegnung und frische Heilung. And then it happened again. Und dann ist es wieder passiert. And I got to go to the movie again. Dann musste ich wieder zu dem Film gehen. And this particular day, it happened like nine times. Und an diesem einen Tag passierte das 9-mal. And every time I had to face my abandonment. Und ich musste jedes Mal mit meinem Verlassenheitsgefühl, dem musste ich begegnen. Leaving my brother. Meinen Bruder zu verlassen. But if it's guided, it's called true empathy. Aber wenn das gefühlt wird, dann ist es wahrere Einfühlungsvermögen. And the Course talks a lot about true empathy. Und der Kurs spricht sehr viel über wahres Einfühlungsvermögen. He says true empathy Er sagt, wahres Einfühlungsvermögen is a refusal to understand suffering. ist eine Zurückweisung, Leid zu verstehen. That one line can bring us to God and you forget the whole Course. Diese eine Zeile kann uns zu Gott bringen und wir können den ganzen Kurs vergessen. That means every time we perceive a brother as sick or suffering, Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Bruder als krank oder leidend siehst, it's not something that we need to fix. ist nichts, was wir reparieren müssen. It's my perception. Das that ist needs meine healing. Wahrnehmung. Like famous 18th or 19th century mystic, Wie der berühmte Mystiker aus dem 18. und 19. Jahrhundert, Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy. She started all of these Christian Science churches in the United States. Sie hat diese Christian Science Church in den Vereinigten Staaten gegründet. She had one of her students came to her Sie hatte eine unserer Studenten ist zu ihr gekommen. and said, I've been working with this patient Ich arbeite mit diesem Patienten and she won't let go of her cold. She won't let go of her sickness, her cold. Sie wollte ihre Erkältung nicht loslassen. She's so stubborn. Die war so, hat so dran festgehalten. And Mary Baker Eddy was like, you're not letting go of the cold. Und Mary Baker Eddy sagte, du willst sie nicht loslassen. Like, can you feel how deep that is? Kannst du fühlen, wie tief das ist, To even perceive a problem wenn du ein Problem wahrnimmst? is an immediate call for correction in my own mind. Ist ein sofortiger Ruf nach Korrektur in meinem eigenen Geist. That's what Jesus meant when he said, Jesus meint, wenn er sagt, don't look for the speck in your brother's eye. suche nicht den Splitter in den Augen deines Bruders, When you have a beam in your own. sondern nach dem Balken in deinem eigenen. And that beam is our filter of past perceptions. Und dieser Balken ist unser Filter auf unserer Wahrnehmung. To even need air is a false perception. Und das ist ein Irrtum, diese falsche Wahrnehmung. That's how deep this journey is. Das ist so tief, ist diese Reise.
So that's what we feel we've done or asked Jesus for help with. Das ist, warum wir Jesus um Hilfe gebeten haben. Is he's guided us into a relationship context. Er hat uns in eine Beziehung geführt. You know, don't go try to save the world. Versucht nicht, die Welt zu retten. Try to just face your mirror in one relationship. Versuch einfach nur in dieser einen Beziehung deinen Spiegel zu sehen. Because I always thought it would be great to be a speaker. Ich habe immer gedacht, dass es wunderbar ist, ein Sprecher zu sein, Vorträge. And Jesus was like, no, Und Jesus sagte, nee, no relationship for you. das ist eine Beziehung für dich. A committed relationship. Eine verpflichtende Where you- Beziehung. You're not threatening every day or every year to leave. Du wirst nicht immer jedes Jahr dazu gezwungen werden oder bedroht werden, die Beziehung zu verlassen. Just because you don't like it. Nur weil du sie nicht You know, magst. Max, if he guided us into the relationship, Er hat uns in die Beziehung geführt and he'll guide us out. und er führt uns raus. But it could be what the Course calls a second level relationship, Es kann sein, dass es, wie es im Kurs heißt, eine Beziehung der zweiten Stufe sein, where you come together for a fairly intense teaching learning assignment, wo du zusammenkommst für eine bestimmte Zeit, für ein intensives Lernen, which could be months or years, was Monate oder Jahre dauern kann. or it could be a third level relationship, Oder es kann eine dritte Ebene Beziehung sein, which is for lifetime. die ein Leben lang dauert. But the kind of healing that happens in a third level of relationship Aber die Art, die in einer dritten Ebene Beziehung passiert, can be so intense, kann so intensiv sein. you might not even realize how powerful and profound it is. Du wirst es vielleicht gar nicht feststellen, wie kraftvoll und grundlegend es ist. And that happens by covering it over with an intense hatred. Und das passiert, wenn du es überdeckst mit einem intensiven Hass. So you might hate each other for lifetime. Also es kann sein, dass du dich ein Leben lang hasst. But he says, Aber er sagt, the perfect lesson is there to receive if you want it. die perfekte Lektion ist da zu bekommen, wenn du sie möchtest. So we don't try to make conclusions about what this is, Aber wir versuchen nicht herauszufinden, was das für eine but Beziehung we ist. just give our whole heart to it as if it's for a lifetime. Wir geben unser ganzes Herz da rein, als ob es eine lebenslange Beziehung wäre. And just pray to face whatever comes up. Wir beten, allem zu begegnen, was hochkommt. And it has been very miraculous Und es war sehr, sehr wundervoll, to know that I'm not going to be in denial about anything, dass ich nicht mehr in die Verleugnung gehe mit nichts mehr. because I found it hard to get in touch with my emotions. Weil ich fand es sehr schwer, mit meinen Gefühlen in Berührung zu kommen. Not in public speaking, apparently. Nicht, wenn ich öffentlich spreche. But when it's hard for me to get in touch with my emotions, Aber es ist hart für mich, mit meinen Gefühlen in Kontakt zu I just kommen. have to look over here. Dann brauche ich nur nach rechts zu gucken. And I can see anger or sadness, Ich kann den Ärger sehen, Traurigkeit, alles. but it's all for me. Aber es ist nur für mich. Yeah, it's beautiful even just to see the dynamics in the relationship. Es ist wunderbar, einfach auch zu sehen, die Dynamik, die in dieser Beziehung ist. Like Jason mentioned in our relationship, So wie Jason auch schon gesagt hat, in genau unserer Beziehung. I wanted to be fixed Ich wollte, dass es repariert wird. and Jason wanted to fix. Und Jason war der Reparierer. So- Wollte er sein. You can imagine the beginning years very intense where that Könnt euch dynamic was vorstellen. just playing out. Der Anfang war wirklich sehr intensiv mit dieser Dynamik. But then when you start to recognize that's what's happening, you can really work with it. Aber wenn man feststellt, dass das, was man dann sieht, dass man wirklich damit arbeiten kann. So even I feel the dynamic in our relationship now. Ich fühle jetzt auch sogar diese Dynamik in dieser Beziehung, genau in diesem Moment. It's for me anyway to listen a lot Es ist für mich einfach auch zuzuhören viel. because I've had many years of
having mighty companions to express my emotions with. Weil ich hatte viele Jahre mit starken Gefährten, um meine Gefühle auszudrücken. And sharing my thoughts and my emotions was not difficult for me. Meine Gefühle, meine Gedanken zu teilen, war für mich nicht schwierig. But redirecting my mind to be used by the Spirit took work. Aber neu ausgerichtet zu werden auf den Heiligen Geist. And for Jason, actually, it's very helpful for him to share his thoughts and let his emotions come up. Und für Jason ist es sehr wichtig und schön, seine Gefühle und Gedanken teilen zu können. So the dynamic in the relationship is more for Jason to come towards me. So für Jason ist die Dynamik am meisten darin besteht, auf mich zuzugehen. So for him and me, that's very strengthening when he does that. So ist für beide, für uns, stärkt uns das sehr, wenn es so ist. But when I try what looks like the same thing in form to Aber him, wenn ich versuche, das in der Form zu sehen für ihn, das Gleiche versucht wie mit ihm, genau. it doesn't work because it weakens me. Weil das funktioniert nicht, weil das schwächt mich. So it's very individualized what's needed. Es ist so individuell, was wirklich benötigt wird. But that's why when Jesus gives a relationship, it's so powerful. There's so much potential. Das ist das, wenn Jesus uns das in die Beziehung gibt, ist das so kraftvoll und stark. And really, my pathway has been finding my function and giving to that. Und mein Weg war wirklich, diese Funktion zu finden und zu geben. Like Jesus says, there's a line in the Course where Jesus says, you will never be happy until you find your function and fulfill it. So wie Jesus gesagt hat auf dem Kurs, du wirst, please say it again, You will never be happy du wirst niemals glücklich sein, until you find your function bis du deine Funktion gefunden hast, and fulfill it. auch voll erfüllt hast. And that has been an experience for me. Das war für mich eine Erfahrung, Very powerful because it's this contrast experience that I have. sehr, sehr stark, weil sie das kontrastierte zu die Erfahrung, die ich gehabt hatte. When I go towards Jason and I want him to fix me and I'm in weakness, Wenn ich auf ihn zuging und meine Schwäche von ihm geheilt bekommen wollte. and there's nowhere to go, it just gets darker and darker the more I try. Und wenn ich das versucht habe, ist es eigentlich immer nur dunkler und dunkler geworden. And then when I redirect my mind and I'm in my function and I'm used by the Spirit, Und wenn ich aber meinen Geist habe ausrichten lassen und mich vom Heiligen Geist habe benutzen lassen, diesen Geist, I feel this strength come through and I'm happy. fühlte ich, wie diese Stärke in mir durchkam und ich wirklich glücklich war. And I feel our whole relationship has been that contrast experience. Und ich merke irgendwie, dass unsere ganze Beziehung in diesem Kontrast sich spiegelt. And now I recognize much quicker Und jetzt erfahre ich so viel schneller, when my mind is falling into weakness and trying to get something, wenn mein Geist wieder in die Schwäche zurückkehren möchte und etwas bekommen möchte and aligning with the Holy Spirit and being in my strength. und mich ausrichte mit dem Heiligen Geist und in meine Stärke sein. And then the more time that passes, I'm more attracted to the strength. Und je mehr mal das passiert, je öfter das passiert, desto mehr bin ich da auch verbunden mit. Und But we need many miracles. We need many experiences of that to choose it. brauchen viele, viele Erfahrungen und Wunder, um das wirklich wahr werden zu lassen in uns. Because I really believe that we learn through experience, not through words. Weil ich wirklich glaube, wir lernen durch Erfahrung, nicht durch Worte. And that's why following the Spirit's guidance is the way to have that experience. Das ist, warum dem Heiligen Geist zu folgen auch heißt, diese Erfahrung auch zu machen tatsächlich. So just coming back to the prayer I made on the opening night here. Um auf das Gebet zurückzukommen, das ich hier zu Beginn gemacht habe. It feels so deep for me. Es fühlt sich so tief in mir an. I will step back and let him lead the way. Ich werde zurücktreten und ihn meinen Weg führen lassen. And there's nothing else that we need Und to es think of. gibt nichts anderes, an das wir denken müssen. If we hold that prayer up front in everything that we do, Wenn wir
Wenn dieses Gebet in uns aufrechterhalten wird, in In- allem, was wir tun, In every person we meet, in jeder Person, die wir treffen, it's like he can come through and he can teach us. das ist so, als wenn es durch ihn hindurchkommt. Er lehrt es uns. Because it's always our own mind that we're teaching, Und nothing es else. ist immer der eigene Geist, den wir lehren, nichts anderes. Yeah, one of the basis of our community, Ein Grundsatz unserer Gemeinschaft ist, you might have heard, is no private thoughts and no people pleasing. du hast es vielleicht schon mal gehört, no private thoughts, also keine privaten Gedanken, und no people pleasing, ist keinem recht machen wollen. And basically, it just means no private thoughts is you don't have to have any fear about saying anything. Was es bedeutet, also keine privaten Gedanken, dass du keine Angst haben musst, irgendwas auszudrücken, irgendwelche Gefühle. You can feel safe Du kannst dich beschützt fühlen, just to say your deepest darkness du kannst deine tiefste Dunkelheit aussprechen or your greatest miracle. oder deine tollsten Wunder. And it's the practice of everybody to see it as either a call for love or an extension of love. Und es ist eine Übung für jeden, dann entweder die Liebe zu sehen oder den Ruf nach Liebe. And then no people pleasing is you don't have to do anything you don't want to do. Und no people pleasing heißt, du brauchst nichts zu tun, was du nicht tun möchtest. We had one guy who came and lived with us for a month, Wir hatten einen Mann, der zu uns kam und einen Monat mit uns gelebt hat, and he practiced that to the fullest. der das total praktiziert hat. You know, for 10 years, everybody's made their bed in the morning. Seit 10 Jahren macht jeder sein Bett morgens And he decided, I'm never going to make my bed every morning. und er entschloss sich dazu, sein Bett nicht zu machen jeden Morgen. So it was kind of fun to watch. Und das ist ganz lustig, das zu beobachten. But ultimately, he's come back now to the community 5 years later. Er ist tatsächlich zurückgekommen nach 5 Jahren in die Community. He said, good, I gave myself permission not to have to do anything I don't want to do. Also ich gebe mir selber die Erlaubnis, nichts zu tun, was ich nicht tun möchte, But I want to go deeper, aber ich möchte tiefer gehen. and I want to do what Jesus wants me to do. Und ich möchte das tun, was Jesus möchte, dass ich tue. Because we can say, well, I'm not going to people please Jesus. Wir können auch sagen, ich möchte kein People-Pleasing bei Jesus machen. But that doesn't work for our happiness. Aber das funktioniert nicht, wenn wir You glücklich can sein wollen. people please Jesus Du kannst Jesus because People-Pleasing. he's not a person. Er ist keine Person. He's the Spirit, Er ist Spirit, the Holy Spirit, really. the Holy Spirit, wirklich. We're kind of used to using Jesus and the Spirit interchangeably. Wir benutzen Spirit und Jesus im Gleichnis, es ist dasselbe. So we had a couple questions the last few days from some people here. Wir haben einige Fragen von Leuten bekommen in den letzten Tagen. They might not have said it was a question, Es hat sich vielleicht nicht nach einer Frage erstmal angehört, but they were just expressing all of the anger and rage that's been coming up for them since starting the course. sie haben ausgedrückt, dass all den Ärger, den sie empfunden haben, seitdem sie den Kurs haben. And Emily just had a sense that, where she said, do you have anybody to join with? Und Emily hatte das Gefühl, ihn zu fragen, gibt es irgendjemanden, mit dem du zusammen darüber sprechen kannst? And she kind of said, well, aren't we to be miracle workers? Aren't we to be miracle workers? Sollen wir Wunderwirkende sein? And yeah, we just wanted to share those guidelines from the community. Wir wollen halt die Grundsätze der Community mitteilen. Because anytime the community comes together, Jedes Mal, wenn die Gemeinschaft zusammenkommt, and the community could be 2 or 3, und eine Gemeinschaft können auch 2 oder 3 sein, we feel that yeah, you just need to know wir denken, dass ihr das wissen solltet. that the darkness is part of the journey. Die Dunkelheit ist ein Teil der Reise. You know, very, very, very rare cases. In ganz, ganz, ganz wenigen You know, Fällen there's an Eckhart Tolle on the bench. gibt es einen Eckhart Tolle auf der Bank. And it is technically possible, Es ist technisch möglich, but we would do well to be humble and admit that maybe I have some egoic thoughts that need healing. aber wir müssen sehr, sehr, sehr So. demütig sein und gucken, ob wir irgendwelche Ideen haben, die ans Licht müssen.
And just feel, if you find one brother that you feel safe to talk about with, Wenn du einen Bruder findest, bei dem du dich sicher fühlst, zu reden, forget all the course teachers in the world. du kannst alle Kurslehrer in der ganzen Welt vergessen. Grab hold of them Halt ihn fest and stay tight. und bleib zusammen. Because together you can use the mirroring and the expression Weil zusammen könnt ihr diese Spiegelung und die Ausdrücke alle to miteinander teilen. come into an authentic awakening. Und du kannst dann in ein authentisches Aufwachen kommen. Because over and over again we're surprised. Wir sind jedes Mal immer wieder überrascht. The Spirit is the healer. Der Spirit ist der Heiler. And it can be through doing nothing. Und es kann dadurch passieren, dass du nichts It can be tust. through extending or speaking. Es kann sein, wenn du nämlich ausdrückst oder Or sprichst. Emily is the head of admin in our ministry. Oder Emily ist, sie verwaltet die ganze Ministry. So she gets calls at all hours of the day. Sie kriegt den ganzen Tag Anrufe. Is this for me to handle now? Das muss ich jetzt machen. How do I feel? Ja, she always has to. I did the English. Sorry. Sie fragt immer nach, muss ich das jetzt machen? Bei jedem Mal. And if I don't feel supremely happy, Und wenn ich nicht total glücklich bin, this might be a good opportunity for me to extend. ist das meine Möglichkeit, mich auszubreiten? Yeah. It's amazing you see the Holy Spirit sends in the help when you need it. Es ist wunderbar zu fühlen, den Heiligen Geist, seinen Sinn in dem heiligen Moment. So more and more what I used to see is an interference. Mehr, was ich wahrnehme, ist der Unterschied. I see it's the Holy Spirit calling. Maybe I need help in that moment. Ich sehe, der Heilige Geist ruft, ob ich Hilfe brauche in diesem Moment. So when an emergency happens and you're called, it's like, okay, this is for my happiness. So, wenn ein Notfall passiert und ich werde gerufen, dann sage ich, okay, das ist jetzt, was jetzt passieren soll. And it's like your prayer on the first day, wanting to see that everything happens for us, not to us. So, das war, was du auch wahrgenommen hast. Am Anfang, es passiert alles für uns. And that's how the Holy Spirit sees the whole world. It's all for us. Das ist so, wie der Heilige Geist die ganze Welt sieht. Es ist alles dient uns. And when we approach every day with that, everything's meaningful. Every encounter is very meaningful. Und wir gehen so an jeden Tag heran und an die Dinge. Alles ist bedeutungsvoll für uns. I think our time might be, oh, we've gone over time. Ich denke, wir haben schon überzogen. So I think that's it for today. And yeah, we'll be back tomorrow. We'd love to hear your questions. Ich denke, es wird für heute sein. Und ich freue mich auf eure Fragen. Thank you.